Heute nähen wir gemeinsam eine super coole Bomberjacke, die gar nicht so schwer zu nähen ist. Das Schnittmuster findet ihr unten in der Beschreibung. Hallöchen ihr Lieben, ich bin Juliana und heute zeige ich euch Schritt für Schritt, wie ihr eine coole, moderne Oversized Bomberjacke mit Bündchen und Reißverschluss nähen könnt. Dieses Bomberjackenschnittmuster ist bewusst ohne Futter konstruiert, was das Nähen deutlich erleichtert. Also perfekt für alle, die sich entweder an ihre erste Jacke wagen oder eben ein einfaches Nähprojekt mit Wow-Effekt suchen. Je nach Stoffwahl kannst du dein Nähprojekt total individuell gestalten. Also zum Beispiel Kordstoffe wie dieser hier verleihen der Jacke so einen coolen Retro-Touch, während Softshell-Stoffe zum Beispiel ja total praktisch und wetterfest sind. Also wenn du Lust bekommen hast, dann lade dir doch super gerne das Schnittmuster über den Link in der Beschreibung herunter und dann kann es direkt losgehen. Bereite alles vor, wie es im E-Book beschrieben ist und mache dann hier mit. Ich zeige alles Schritt für Schritt, also mache direkt im Tempo mit, wiederhole und pausiere, wie du möchtest. Dann kann nichts schief gehen und du kannst auch nichts vergessen. Dann würde ich sagen, lasst uns mal loslegen. Ich freue mich schon tierisch. Aber bevor ich es nachher vergesse, liked und kommentiert doch bitte noch dieses Video, wenn es euch gefällt und abonniert auch unseren Kanal, denn dann könnt ihr keinen Teil der nächsten Schnittmuster-Kollektion mehr verpassen. Ich würde mich freuen, danke! Zuerst muss der Reißverschluss auf die richtige Länge für die Bomberjacke gekürzt werden. Dafür legen wir den Reißverschluss so an die vordere Kante, dass die letzten Zähnchen 1 cm unten vom Saum entfernt enden. Den legen wir also dann genau an die Stoffkante an und machen dann 1 cm unterhalb des Halslochs eine Markierung auf beide Seiten des Reißverschlusses auf den Stoff vom Reißverschluss. Also 1 cm vom Halsloch hier und auf der anderen Seite genau auf der gleichen Höhe auch. Dann ist es ganz wichtig, dass wir den Reißverschluss einmal öffnen, sodass der Schieber unterhalb der Markierung ist. Und dann können wir den Reißverschluss auf der Höhe der Markierung mit einer Schere genau zwischen zwei Zähnchen, egal ob die aus Metall oder Kunststoff sind, kürzen, denn wir trennen hier nur durch den Stoff. Näht dann bitte als nächstes zwischen den beiden obersten 9 Zähnchen mit einer kleinen Handnaht einfach so einen kleinen Riegel, sodass der Schieber nicht nach oben abgleiten kann. Dann teilen wir einmal den Reißverschluss komplett und nehmen uns die erste Seite, denn die möchten wir jetzt an unser Vorderteil stecken. Jeweils eine von den geteilten Reißverschlussseiten stecken wir dann rechts auf rechts an die vordere Kante des Vorderteils der Bomberjacke. Und da legen wir den Reißverschluss wieder so an, dass oben 1 cm Platz ist überhalb des Reißverschlussstoffs und unten eben auch. Und stecken die restliche Strecke einfach gerade an die Kante. Dann nähen wir hier gerade runter und das machen wir mit einem Reißverschluss-Nähfuß. Wir verriegeln ganz normal am Anfang und am Ende und nähen jetzt so ca. 3 mm von den Zähnchen entfernt auf dem Stoff vom Reißverschluss. So sollte das jetzt aussehen. Wenn man den Stoff also zur linken Seite klappt vom Reißverschluss, dann sieht man hier schön gerade die Zähnchen. Dann können wir auch einmal über den Stoff vom Reißverschluss bügeln, damit sich hier nichts wellt. Je nach Stoffdicke kann das mehr oder weniger sein. Und dann auch einmal den Stoff vom Reißverschluss zur linken Stoffseite von unserer Bomberjacke schlagen und auch ihr einmal schön über den Stoffbruch bügeln. Dann legen wir die Reißverschlussspiegel-Schnittteile einmal rechts aufeinander und stecken die lange Seite mit den Rundungen zusammen und schließen die als nächstes. Hier nehmen wir jetzt also lang in einem Abstand von 1 cm zu unserer Stoffkante.
Damit sich der Reißverschlussspiegel schöner legt, wenn wir ihn wenden, wollen wir die Nahtzugaben jetzt an den Rundungen auf 1 bis 2 mm zurückschneiden. An den geraden Strecken kann sie einfach ganz normal lang bleiben. Dann können wir den Reißverschlussspiegel auf rechts wenden und ihn einmal schön platt bügeln. Den fertigen Reißverschlussspiegel können wir dann mit einem Abstand von 1 cm oben und unten auf die getragene linke Seite der Jacke, rechts auf rechts, ebenfalls an die vordere Kante stecken. Es sollen also jetzt diese Lagen aufeinander liegen. Vorderteil, Reißverschluss, Stoff und Reißverschlussspiegel. Den Reißverschlussspiegel stecken wir dann also einmal komplett auf die beiden Lagen fest und nähen ihn anschließend an. Dann können wir auch die Belege rechts auf die vordere Kante stecken. Auf der getragenen rechten Seite liegen jetzt also diese Lagen aufeinander. Vorderteil, Reißverschluss, Stoff und Beleg, denn da haben wir ja keinen Reißverschlussspiegel angenäht. Auf der getragenen linken Seite liegen diese Lagen aufeinander. Vorderteil, Reißverschlussstoff, Reißverschlussspiegel und der Beleg darauf. Die Belege nähen wir dann an und fangen dabei 1 cm unterhalb des Halslochs an und beenden die Naht auch 1 cm oberhalb des Saums. Dann können wir den Beleg an der unteren Kante rechts auf das Vorderteil stülpen und einmal von der Ecke, bis zu der wir gerade genäht haben, die kleine Saumstrecke auch noch schließen, bis 1 cm vor der Kante. Dann können wir den Reißverschlussspiegel also in Richtung unseres Reißverschlusses legen und der Beleg, der soll zur Jacke hin zeigen. Und dann können wir den Reißverschluss einmal knappkantig auf unserem Oberstoff absteppen, von oben nach unten und lassen dabei aber die oberste und unterste Kante 1 cm weit offen. Dann können wir das Taschenbündchen rechts auf rechts falten und die kurze Seite, die mit der V-Form, schließen. Das können wir am besten mit der Overlockmaschine machen. Das Bündchen können wir dann wenden und mit einem Ecken- und Kantenformer gerne eine spitze Ecke ausformen. Und anschließend bügeln wir es einmal platt mit Bruch in der Mitte. Dann können wir als nächstes die beiden noch offenen Kanten zusammen versäubern. Nähen also hier einmal die kurze Strecke, dann nähen wir eine Ecke mit unserer Overlock und versäubern noch die lange Strecke komplett. Dann können wir das Bündchen rechts auf den Taschenbeutel stecken. Dabei soll das Bündchen 1 cm unterhalb der oberen Kante der Tasche beginnen. Da stecken wir dann also unsere erste Nadel. Dann fertigen wir gleich eine Ecke. Dafür gehen wir 1 cm von der Ecke entfernt in unseren Bündchenstoff und auch 1 cm von der Ecke entfernt in den Oberstoff. Nähen dann also von oben hier bis 1 cm vor der Ecke, lassen die Nadel dann stecken und drehen dann noch anschließend unseren Bündchenstoff hier mit der kurzen Seite genau auf die kurze Seite von unserem Oberstoff. Und auch da soll der Bündchenstoff dann wieder 1 cm vor Ende des Oberstoffs enden. In der Ecke lassen wir also unsere Nadel stecken, 1 cm von der nächsten Kante entfernt, heben dann unseren Nähfuß, drehen unser Bündchen auf dem Oberstoff entlang in die nächste Richtung, senken dann den Nähfuß wieder und nähen wieder, bis das Bündchen 1 cm vor dem Oberstoff endet. Dort verriegeln wir.
Die genähte Nahtzugaben möchten wir an den Ecken wie folgt einschneiden. Die Nahtzugaben des Oberstoffs schneiden wir diagonal in die Ecke ein, damit sich die schöner auffächern kann. Und die Nahtzugabe in der Ecke vom Bündchenstoff, die schneiden wir diagonal ab. Also da entfernen wir so eine Wulst und schneiden da in die Ecke, damit wir nämlich dann die Nahtzugaben beide in Richtung des Taschenbeutels legen können, so wie hier. Und da sieht man auch direkt, wenn man es umdreht, wie viel schöner sich die Ecke legt. Die offenen Kanten des Oberstoffs schlagen wir dann 1 cm zur linken Stoffseite um und bügeln sie auch. Bei meinem Stoff geht das nicht so gut, aber ich mache es hier einmal demonstrativ vor. Je nach Stoffwahl geht das eben besser oder schlechter. Die beiden vorbereiteten Taschen können wir dann auf die im Schnittmuster markierten Positionen in den Vorderteilen stecken und ringsherum annähen. Das heißt, es bleibt nur die Seite vom Bündcheneingriff offen. Nicht wundern, ich arbeite hier mit einem sehr dicken Stoff, deswegen sieht das beim Stecken aus, als würde sich das Ganze wellen, aber spätestens beim Nähen liegt das Ganze dann gleich wieder glatt aufeinander. Hier nähen wir dann also einmal ringsherum. Wir starten auf dem Bündchenstoff, nähen dann über 3 Ecken hin bis zum Eingriff auf der unteren Seite. Genäht wird knappkantig auf dem Stoff. In den Ecken lassen wir die Nadel wieder stecken und heben nur den Nähfuß, um das Ganze in die nächste Richtung zu drehen. Wenn die Taschen angenäht sind, dann geht es weiter mit den Seitennähten. Dafür legen wir einmal unsere beiden Vorderteile und das Rückteil rechts aufeinander, stecken die Seitennähte und schließen sie anschließend mit einer geraden Naht. Also hier und hier. Die Nahtzugaben der Seitennähte werden dann auseinandergebügelt. Die Ärmelteile können wir in der Hälfte rechts auf rechts falten, die Ärmelnähte stecken und die Strecken dann anschließend auch schließen. Auch die Nahtzugaben der Ärmelnähte bügeln wir wieder auseinander. Jetzt ordnen wir einmal unsere Ärmel dem richtigen offenen Armloch zu. 2 Knipse gehören ins Rückteil, ein Knips gehört ins Vorderteil. Das ist sowohl so bei den Ärmeln als auch bei den Armlöchern. Und dann können wir die Ärmel rechts auf rechts in das richtige offene Armloch stecken. Achtung, die Schulter ist oben nicht geschlossen, denn hier handelt es sich um einen Raglanärmel, nicht um einen normalen Kugelärmel. Ich beginne dann mit dem Stecken dort, wo meine Seitennaht und meine Ärmelnaht aufeinandertreffen sollen. Stecke eine Quernadel. Danach stecke ich als nächstes die Knipse aufeinander im Vorder- und Rückteil und dann die restliche Strecke hoch bis zum Halsloch. Und von dort nähe ich jetzt eben auch, also vom Halsloch einmal runter bis zur Ärmelnaht und dann auf der anderen Seite wieder hier hoch die Rundung entlang, bis wir auch da angekommen sind. Wenn wir über die Nahtzugabe nähen, achten wir darauf, dass die immer noch schön auseinander liegt. Als nächstes verarbeiten wir die Ärmelbündchen. Die legen wir entlang der kurzen Seite rechts auf rechts gefaltet und stecken auch die kurze Strecke. Die nähen wir dann zu und zwar am besten mit der Overlockmaschine.
Dann können wir das Bündchen einmal links auf links falten, sodass hier ein schöner Bruch entsteht und da einmal scharf drüber bügeln. Dann legen wir das Ärmelbündchen rechts auf rechts um den Ärmelsaum. Die Bündchennaht und Ärmelnaht treffen dabei aufeinander. Und das Ärmelbündchen ist zu sagen, ist deutlich kürzer als der Ärmelsaum des Oberstoffs, damit sich dieser eben nach dem Nähen dann schön zusammenrafft. Die Mehrweite des Oberstoffs soll gleichmäßig um das Bündchen verteilt werden. Und das machen wir, indem wir als erstes eben die Nähte aufeinander stecken, dann genau die gegenüberliegenden Seiten und dann immer die Hälften. Dafür ziehen wir immer am Bündchenstoff und man sieht, der Oberstoff kräuselt sich zusammen. Dann können wir ringsherum nähen. Hier nutze ich auch wieder die Overlock-Maschine. Beim Nähen achte ich dann darauf, dass ich am Bündchenstoff ziehe, so doll, dass dieser dabei die gleiche Länge hat wie der Oberstoff. Dann nähe ich eben von Nadel zu Nadel und der Oberstoff rafft sich dabei schön zusammen. Dann nehmen wir unser Kragenbündchen und möchten es rechts auf rechts entlang der langen Seite falten und dann mit beiden Lagen rechts auf rechts in das Halsloch stecken. Ich beginne damit bei der hinteren Mitte, stecke da meinen Knips genau auf die hintere Mitte und sehe dann auch hier wieder, dass der Bündchenstoff kürzer ist als der Oberstoff. Stecke dann wieder die Knipse von meinem Bündchen hier auf die Raglan-Ärmelnaht. Und dann soll die Ecke genau hier auf die noch freie Nahtzugabe neben unserem Reißverschluss treffen. Achtet darauf, dass ihr hier den Beleg nicht mit feststeckt. Ich zeige das gleich nochmal im Detail, wie wir damit vorgehen. Dann dehnen wir auch hier wieder den Bündchenstoff und verteilen die Mehrweite vom Oberstoff eben gleichmäßig darauf. Die andere Seite stecken wir dann noch genauso fest im Anschluss. Hier zeige ich das Stecken an der vorderen Kante nochmal im Detail. Also ich möchte, dass die Spitze von meinem Bündchenstoff hier genau vor den Reißverschlusszähnchen endet. Stecke das dann nur auf den Oberstoff vom Vorderteil. Anschließend habe ich den Beleg dann ja hier noch offen und den möchte ich genau über die gleiche Strecke legen. Ich klappe ihn also mir hier einmal rechts auf rechts genau drüber. Hole mir hier einmal meine Stecknadeln von zuvor wieder heraus und stecke damit jetzt alle Lagen aufeinander. Es liegen also jetzt aufeinander Vorderteil, beide Lagen vom Bündchen und dann darauf unser Beleg. Und so mache ich das auf beiden Seiten. Dann nähe ich nämlich hier einmal genau bis zur Nahtzugabe von der vorderen Kante. Kann man nochmal kontrollieren von der anderen Seite, ob alles richtig aussieht. Und dann nähen wir auch diese Naht mit der Overlock-Maschine. Dann können wir hier unsere vordere Kante und den Kragen einmal wenden und sie auch schön ausformen. Und der Kragen sieht dann so aus. Dann geht es weiter mit dem Saum. Das vordere und hintere Saumbündchen wollen wir rechts auf rechts aufeinander legen und die Seitennähte davon stecken und anschließend nähen. Auch das wieder mit der Overlock. Dann falten wir das zusammengesetzte Bündchen einmal links auf links und nähen dann die offenen Kanten jeweils zusammen. Also erst die kurze Strecke, dann die ganz lange Strecke und am Ende nochmal die kurze Strecke.
Und dann stecken wir unser Saumbündchen rechts auf die untere Kante unserer Jacke. Die Seitennähte sollen dabei wieder aufeinandertreffen. Auch wie zuvor ist das Bündchen kürzer als der Oberstoff. Wir fangen hier aber einfach dann bei der Seitennaht an mit dem Stecken, stecken dann in Richtung der vorderen Ecke. Dort kommt wieder 1 cm von unserer Ecke entfernt eine Nadel hinein. So sollte das jetzt aussehen. Und hier machen wir es wie zuvor auch, wenn wir in die Ecke nähen. Wir wollen unser Bündchenstoff dann drehen auf dem Oberstoff und quasi, ich demonstriere es einmal kurz, diese Strecken hier als erstes und als letztes von unserer Naht auch aufeinander nähen. So sollte das dann also aussehen. Da fangen wir an zum Beispiel. Ich kann mir hier auch schon mal eine Nadel stecken. Nähe also beide Bündchenlagen gleichzeitig auf den Oberstoff, nähe dann zur Ecke, dann einmal ringsherum um die Jacke zur anderen Ecke. Wir nähern uns damit ja auch schon dem Ende unserer Bomberjacke. Lasst es uns unbedingt in den Kommentaren wissen, wie es euch gefallen hat und was für ein Material ihr gewählt habt. Ist es ein Kordstoff geworden oder ein Softshellstoff? Habt ihr vielleicht einen Satin gewählt? Ich bin ganz gespannt und taggt uns natürlich auch super gerne auf euren geposteten Werken auf Social Media. Da freuen wir uns immer riesig. Ich fange jetzt also bei der kurzen Strecke an zu nähen. Verriege hier am Anfang. Alle Lagen beginnen auf der gleichen Höhe und nähe dann in Richtung meiner ersten Ecke. Einen Zentimeter davon entfernt lasse ich dann meine Nadel wieder stecken, hebe meinen Nähfuß, drehe dann meinen Bündchenstoff in die nächste Richtung. Jetzt kommt die lange gerade Strecke am Saum. So legt sich das Ganze dann. Senke den Nähfuß wieder und nähe weiter bis zur nächsten Ecke. Auch hier ziehe ich wieder an meinem Bündchenstoff, damit ich den genau auf die gleiche Länge bringe wie meinen Oberstoff. Da kommt schon die nächste Ecke in Sicht. Auch da nähen wir wieder bis 1 cm von der Ecke entfernt. 1 cm Bündchenstoff steht jetzt noch. Wir heben wieder den Nähfuß, lassen die Nadel stecken, drehen unseren Bündchenstoff dann noch in die letzte Richtung, Richtung Saum. Beide Lagen enden wieder auf der gleichen Höhe am Saum. Da müssen wir nur noch die Nahtzugabe des Oberstoffs diagonal wieder in die Ecke einschneiden. Den Bündchenstoff können wir so lassen. Nehmen uns einmal unsere Schere und machen hier nur einen kleinen kurzen Knips. Bis knapp vor die Naht. Dann legt sich die Ecke direkt viel schöner. So sieht das Ganze dann aus. Und zack, das war der letzte Schliff. Die Bomberjacke ist fertig. Viel Spaß beim Tragen. Und das war es auch schon. Ich hoffe, es hat euch wieder ganz viel Spaß gemacht und ihr seid zufrieden mit eurer neuen Bomberjacke und könnt sie ganz oft tragen. Dazu kombinieren würde ich beispielsweise das Neckholder-Top, was ihr auch im Einspieler gesehen habt. Winnie heißt das, und den Hosenrock Nika. Beides findet ihr auf unserer Website zum Download oder als Papierschnittmuster und die kostenlosen Nähtutorials natürlich hier auf unserem YouTube-Channel. Dann würde ich sagen, lasst uns bald unbedingt wieder gemeinsam nähen. Ich freue mich schon drauf. Fühlt euch gedrückt.